Hallo liebe Fußball- und FC Bayern-Fans, bleibt Bayern München auch bis Ende des Jahres so erfolgreich wie jetzt in der Bundesliga, Champions League und dem DFB-Pokal? Hallo, willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Der FC Bayern mit einer Mega-Serie in allen Wettbewerben bis jetzt. Bundesliga, Tabellenführer, Champions League, Tabellenerster und im DFB-Pokal steht man im Achtelfinale. Aktuelle Saisonbilanz der Bayern plus Supercup-Finale, 17 Spiele, 16 Siege bei nur einem Unentschieden. Dabei ein Megatorverhältnis von 58 zu 13 Toren. Da kann selbst Arsenal London, Real Madrid, der FC Barcelona oder aber auch PSG aktuell überhaupt nicht mithalten, was diese Zahlen angehen. Schauen wir uns mal die nächsten Spiele der Bayern genauer an. Hier sehen wir die Spiele bis Ende diesen Jahres in der Bundesliga, dazu auch noch 2 Spiele in der Champions League und natürlich das Achtelfinale im DFB-Pokal auswärts bei Union Berlin. Ja, also noch sehr wichtige und auch entscheidende Spiele des FC Bayern. Nach dem Freiburg-Spiel geht's gleich ab nach London zum wichtigen Auswärtsspiel und gleichzeitig das Topspiel der Champions League am 5. Spieltag. Arsenal London gegen den FC Bayern München. Der Tabellenführer der Champions League trifft auf den zweiten Arsenal oder aber auch der Tabellenführer der Bundesliga gegen den ersten der Premier League. Also mehr Topspiel geht in Europa aktuell wirklich nicht. Und wenn die Bayern das Champions League Spiel beim FC Arsenal nicht verlieren, stehen sie schon fast mit einem halben Bein im Achtelfinale. Denn die Bayern haben dann noch 2 Heimspiele, die man schon gewinnen kann bzw. auch sollte. Einmal gegen Sporting Lissabon und dann zu Hause gegen Union Saint-Gilloise. Dazu noch zum Schluss der Ligaphase in der Champions League auswärts beim PSV Eindhoven. Also holt Bayern jetzt mindestens 1 Punkt in London, sieht es mega gut aus für das direkte Erreichen des Achtelfinales der Champions League Saison. Ja, und dann geht's auch gleich Schlag auf Schlag. Dann das Heimspiel in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli. Klar, man kann sagen, okay, ja, einfacher Gegner. Aber nein, so ein Spiel nach einem Champions League Spiel bzw. vor einem DFB-Pokal Achtelfinale ist mal genau das Gegenteil von einfach. Gerade nach dem Spiel in London, das sehr viel Kraft und mentalen Power kosten wird und wo Bayern-Trainer, aber auch die Spieler schon wieder fokussiert auf das DFB-Pokalspiel sind, wird das Bundesligaspiel gegen St. Pauli echt schwer. Ich denke mal, Kompanie wird gegen St. Pauli sehr viel rotieren, was die Startelf angeht. Klar ist der Bayern-Kader vom Potenzial mega besetzt, aber es sind natürlich auch nur Menschen. Dazu weiß jeder im Verein, im DFB-Pokal gibt es nur ein Spiel. Und ja, Bayern hat sich beim 2:2 in der Bundesliga schon sehr schwer auswärts bei Union Berlin getan. Daher wird der Fokus nach dem Champions League Spiel voll auf das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal liegen. Denn der FC Bayern will und kann in dieser Saison wirklich alles gewinnen. Und natürlich geht Bayern als haushoher Favorit in das Pokalspiel bei Union Berlin. Und ja, der FC Bayern wird auch höchstwahrscheinlich das Viertelfinale erreichen, wenn man die Eisernen nicht unterschätzt. Und dann gleich nach dem DFB-Pokal kommt gleich das nächste Spitzenspiel in der Bundesliga. Der FC Bayern auswärts beim VfB Stuttgart. Und das ist dann bereits das 4. Spiel in nur 10 Tagen für die Bayern. Ja, das hier ist dann aktuell die Bundesliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag. Das wird ein schweres Spiel, aber für beide Teams, für den VfB, aber auch natürlich den FC Bayern. Denn auch Stuttgart hat wie Bayern vor diesem Spitzenspiel 4 Spiele in 10 Tagen gespielt. Und schaut man dann links auf die Spiele des FC Bayern, ja, gleich das nächste wichtige Champions League Spiel. Zu Hause dann gegen Sporting Lissabon. Also auch hier wieder ein schmaler Grat für die Bayern-Spieler, aber auch Trainer Vincent Kompany, was das Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart angeht. Das wird auch wieder heißen, Rotationsaufstellung für das Spiel in Stuttgart. Und dennoch will man natürlich auch das Spiel beim VfB gewinnen. Denn auch in der Bundesliga zählen nur Punkte und Siege, dass man Tabellenführer bleibt.
Das heißt für den FC Bayern, nach dem Champions League Spiel zu Hause gegen Sporting geht's gleich am Sonntag weiter mit dem Heimspiel gegen Mainz 05. Auch das wird wieder heißen, dass Bayern-Trainer Kompany wieder einmal rotieren lassen wird, was die Aufstellung für das Bundesligaspiel gegen Mainz angeht. Aber auch das Spiel sollte gewonnen werden. Gut, dann hat man mal wirklich 6 Tage Pause, um sich auf das letzte Spiel vor der Winterpause zu konzentrieren bzw. auch mal echt Kraft zu tanken. Nämlich für das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim. Und das ist dann das 8. Spiel in weniger als 4 Wochen für den FC Bayern, inklusive das Freiburg-Spiel jetzt dann am 11. Spieltag. Also ja, viele Spiele, aber auch viel spannende und entscheidende Spiele in den nächsten Wochen für den FC Bayern München. Das wichtige Spiel in der Champions League gegen Arsenal London, aber auch das schwere Achtelfinalspiel im DFB-Pokal bei Union Berlin oder das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga am 13. Spieltag beim VfB Stuttgart. Das sind dann auch wieder die Spiele, wo sich Spieler zeigen können bei den Bayern, wie ein Lennart Kahl oder auch natürlich Tom Bischoff, die bestimmt wieder durch Rotation und Belastungssteuerung durch Bayern-Trainer Kompany auf jeden Fall ihre Einsätze bekommen werden. Ob in der Bundesliga, Champions League, aber vielleicht natürlich auch im DFB-Pokal. Und vielleicht bekommt hier auch Alphonso Davies noch seine 1 oder 2 Spiele vor der Winterpause. Endlich ist er wieder da, unser Speedy González auf der Linksverteidigerposition. Ja, das wären schon wie gesagt harte, aber auch spannende Spiele für den FC Bayern. Aber natürlich haben wir einen Kader, der ist schon mega besetzt. Natürlich ein Harry Kane, Luis Diaz, okay, er wird jetzt erstmal gesperrt sein in der Champions League. Dafür denke ich mal, könnte dann Serge Gnabry links außen spielen. Vielleicht nämlich dann Lennart Kahl im offensiven Mittelfeld. Vielleicht natürlich auch Tom Bischoff, er kann ja auch im offensiven Mittelfeld spielen oder als zentraler Mittelfeldspieler. Also der FC Bayern vom Kader her natürlich super besetzt. Klar, so viele Spieler auf der Bank im Moment nicht, aber Alphonso Davies kommt zurück. Dann kommt auch wieder bald, so vielleicht im Januar, Jamal Musiala auch wieder in die Bayern 11. Also dann ist der FC Bayern noch stärker besetzt als jetzt schon aktuell. Und aktuell spielen wir schon einen super, aber auch erfolgreichen Fußball. Das will man natürlich auch dann mit Davies und natürlich Jamal Musiala dann weiter fortsetzen. Ja, liebe Bayern-Fans, wie sieht denn eure Prognose für den FC Bayern bis zur Winterpause in der Bundesliga, DFB-Pokal und der Champions League aus? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Hat dir das Bayern-Video gefallen? Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und zusammen schaffen wir die 100 Likes. Und nicht vergessen, während das Fußballecke zu abonnieren, Glocke aktivieren, dass du auch kein einziges FC Bayern Video mehr von mir verpasst. Also dann Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.